Freunde, 10 sichere Blindkäufe von Düften, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Die 10 Düfte, die könnt ihr so kaufen. Wirklich, verspreche ich euch, funktionieren, kommen gut an. Von günstig bis teuer, 10 Stück, auf jeden Fall eine sichere Bank, die wirklich blind zu kaufen. Also dranbleiben. So, und dann fangen wir mal mit den ersten an. Denkt dran, mein Name ist Dennis, a.k.a. Folgenstock aus Hamburg. So, Missoni Wave. Ja, Missoni Wave kostet nicht viel, hat einen Magnetverschluss. Geil, was wollt ihr mehr? Und riecht aquatisch, frisch, blau. Ja, kostet, ich weiß gar nicht, 15 € mit stabilen Glasflakon und so weiter. Also der hat was, der hat Stil und Speed. Ja, und ist aquatisch frischer, ja, als Cool Water gern wäre. Nein, aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Aber natürlich nicht wie Cool Water, sondern wirklich so frisch. Hat eine gute Haltbarkeit eigentlich. Was heißt eigentlich? Für den Preis. Ich glaube, 7 Stunden hält er gut an. Und das Geile ist, natürlich ist er hautnah nach 7 Stunden so ungefähr. Aber es ist von jeder Haut immer anders. Aber das Geile ist eine brachiale CH. So, also wenn ihr irgendwo einen Hausflur habt oder ihr im Hausflur wohnt irgendwo, also nicht direkt im Hausflur, sondern ne, ihr habt so ein Haus, was stinkt immer, weil einer so komisch kocht, sprüht den mal rein. Das riecht 8 Stunden später und nach der steht im Raum und dafür ist das nice. Missoni Wave, also wenn der Frühling kommt, das dauert natürlich noch, aber wenn der Frühling kommt und so weiter im Sommer, dann ist das ein Brett und den könnt ihr natürlich blind kaufen, weil kostet ja nichts. So, der nächste, den ihr blind kaufen könnt, ist der Tom Ford Oud Wood. Vor allen Dingen auch für Einsteiger, wenn ihr ins Oud-Game rein wollt. Es ist natürlich nicht, der Sprüher ist nicht gut. Ja, es ist was Holziges, es ist ein bisschen lackiertes Holz, es ist Oud, es ist frisch ein bisschen und eine DNA, die man so noch nirgendwo gerochen hat. Und das ist natürlich ein Duft, der beliebt ist, der selbst bei Frauen gut ankommt. Frauen tragen den gern. Also Oud Wood, da könnt ihr mit nichts falsch machen. Wirklich nicht. Der kommt wirklich gut an. Also im Büro könnt ihr den auch tragen, weil es eben ein nicht so extrem starker Oud-Duft ist. Die Version ist schon ein paar Jahre alt, wirklich ein paar Jahre alt, 5, 6 Jahre. Ich weiß nicht, wie der aktuell ist. Er war aber noch nie Beast Mode und er war auch noch nie so stark allgemein. Beast Mode ist noch ein Unterschied. So stark. Es ist so ein Mittelding. Manchmal hält er gut, manchmal hält er nicht gut. Das ist immer so, ja, Tagesform von der Haut und überhaupt. Und aber Oud Wood funktioniert. Es ist ein Gentleman-Duft auch. Und wie gesagt, das Oud, das ist es ist nicht wirklich, es ist kein Kuhstall-Oud, es ist nicht brachial, es ist einfach so wirklich holziges Oud mit bisschen so, als wenn ihr so ein bisschen lackiertes Oud habt, also beziehungsweise lackiertes Holz, nicht lackiertes Oud. Ja, geil. Tom Ford, also funktioniert immer noch und der wird auch noch in 10 Jahren funktionieren, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, aber den könnt ihr tatsächlich auch blind kaufen, weil alle, die den wirklich blind gekauft haben, mochten den. Dann kommen wir zu einem 35 € Duft, und zwar FOMO Gary's Den. Und der beinhaltet Dior Homme Parfum, das von 2014 oder noch jünger, also diese älter, sondern das ja, Schöne, was jetzt eingestellt worden ist von Dior, weil sie jetzt mit dem gleichen Namen eine süße Plöre rausgebracht haben, die normalerweise gar nicht schlecht ist, aber bitte nicht unter den Namen und diese gute Iris, Rose und so weiter und so fort, den schönen Duft gibt es nicht mehr. Und ja, aber hier habt ihr ihn. Die alte Version mit einer guten Haltbarkeit und CH. Und das Geile ist, dazu kommt auch noch 40% Dior Homme Intense mit der Iris, mit ein bisschen Lipstick. Also wenn ihr das in einen Duft haben wollt mit einem geilen Sprüher für 35 € und richtig geil Glas, oh, der riecht aber auch geil, dann holt euch FOMO Gary Den Parfüm. Geil. Also da könnt ihr nichts mit falsch machen. Also wenn ihr Dior Parfüm vermisst, die alte Version, jetzt nicht mehr die neue, und an das Intense auch noch liebt und das in einen Duft zusammen, dann ist das euer Mann, der Duft. So, als nächstes haben wir den Boss Bottle
Elixir. Den könnt ihr auch blind holen, weil der kommt sehr gut an, auch bei den Ladies. Der Sprüher, der müsste Boss wirklich mal besser machen, weil ihr seht gerade bei einem 30-Euro-Flakon absolut pervers nice. Aber dafür ist dieser Duft auch pervers nice. Würzigkeit von allerfeinsten, dazu Frische, Holzigkeit. Die DNA ist wirklich nur minimal im Background, dieser Apfel-Style, aber fast gar nicht mehr wahrnehmbar. Am Anfang habt ihr ungefähr so einen Touch, Quatsch, da haben wir so viel. Guck mal, es geht im Moment, ich muss echt sagen, es läuft im Moment nur Dior. Das ist, er schlägt fast ein. Nein, ich meine natürlich Dior Sauvage Elixir Vibes habt ihr hier drin, so ein bisschen dieses, aber ohne Lakritz, aber diesen Style, so dieses extrem würzige, und dann schwingt er um in dieses holzig geile würzige von Boss Bottle, hat was. Also das Elixir ist einer der besten aus der Boss Bottle Reihe, den solltet ihr auf jeden Fall mal unter euren Riechkolben führen. Dann haben wir einen für mich perfekten Büroduft, und auch zu Hause nach dem Duschen und überhaupt auf dem Sofa könnt ihr den so perfekt tragen. Marc Gebauers Killer Instinct. Ja, ich feiere Killer Instinct, dieses frische, dieses saubere, fast schon seifenartige, und denn dieser seifenartige Lavendel-Touch ist hier sehr geil. Und ja, der ist vielleicht der schwächste von der Haltbarkeit und Sillage von Marc Gebauer, und deswegen ist er ja auch perfekt fürs Büro geeignet. Und vor allen Dingen kann man Killer Instinct, auch wenn der Name vielleicht für viele zu hart ist, kann man den überall tragen und kommt wirklich gut an mit Killer Instinct. Aber kennt ihr American Psycho, denn könnt ihr auch so ein Killer logischerweise auch Killer Instinct tragen. Es muss ja nicht, also man muss ja nicht, weil man irgendwie so ein Verrückter ist, der was macht, heißt es nicht, dass man auch dementsprechend pervers starke, extrem stinkende Düfte haben muss. Nein, es geht auch zurückhaltend. Gerade das ist das Geniale. Hier habt ihr richtig schön frischen Lavendel. Der Lavendel ist hier hauptsächlich für mich in meiner Nase und auch einen geilen Flakon, aber ihr kennt ja meine Meinung zum Marc seinen Düften und also wie ich Marc seine Düfte finde. Also ich finde, der passt perfekt ins Büro und auch zu Hause auf Couch. Killer Instinct. So, und dann haben wir wieder einen günstigen, und zwar Swiss Arabian, und zwar diesen goldenen natürlich, ja. Und das kennt ihr schon, das Parfüm seit Jahren. Das ist ein uralter Flakon. Das ist einfach Rose und Oud und einfach süß mit Vanille. Ja, aber meistens roh. Ach nee, die will ich nicht sprühen. Das ist so penetrant stark für 20 Euro. Das ist die, oder der OG. Es gibt das als Elixier noch. Das ist vielleicht ein bisschen abgerundeter, aber nicht so harsch und nicht ganz so brachial stark. Deswegen würde ich zu denen greifen für 20 Euro. Und ja, sehr nice. Muss ich da weiterweisen. Meine Güte. So, ist aber gut. Ja. Zu wenig getrunken, aber eigentlich gibt's das bei mir nicht. Aber ist eben so. Ja. Also hier Swiss Arabian haben, ach man, kennt ihr doch, was soll ich dazu diesen Duft noch sagen? So, als nächstes kommt ein penetranter Duft, der ist so penetrant, dass das vielen Leuten auf den Sack geht, aber es ist ein Blindkauf für Leute, die süße Düfte mögen, Tonka mögen und einfach was auf die Fresse haben wollen, aber von Duft, und zwar, ja, Arabians Tonka von Montal. Ja, das ist einfach süß in the face, sweet in the face und einfach so süß. Oh, es ist aber geil, ne? Also es ist immer noch, ich finde Arabians Tonka immer noch gut. Viele mögen das nicht. Den werde ich jetzt auch mal sprühen hier. Und die Zucker inhalieren. Also ist wirklich sehr extrem süß. Und Tonka, also eine richtige süße Tonka-Bohne, würde ich schon fast sagen. Und einfach nur Vanille, Kaffee-Style, so ein bisschen im Background. Synthetisch vielleicht auch natürlich ein bisschen. Finde ihn gar nicht so synthetisch wie die meisten Montal. Aber Montal, ja, man kennt das von der Brand. Die darf es, und ja, auch das kennt jeder, oder? Den Duft hier, Arabian Tonka, ja, steht für sich, ne? Wenn du richtig süße Düfte haben willst, wenn du auffallen möchtest, dann bist du der G mit, ja, Arabian Tonka. Dann kommen wir aber zum nächsten süßen Duft, der auch ein Blindkauf auf jeden Fall wert ist, der einfach funktioniert bei vielen und einfach gut ankommt, und das ist Lemal. Das Elixir mit den geilen Flakon. Ja, das Elixir ist einfach süß, schöne Vanille, ich glaube spritzige Bergamotte noch und so weiter. Es ist einfach ein Duft. Heute ist das irgendwie angesagt. Es ist einfach ein Duft, der so gut ankommt
auch im Büro, aber bitte nur ein Sprüher. Den könnt ihr tatsächlich auch im Büro, ich sage ja schon so, tragt was ihr wollt, aber ihr müsst aufpassen. Vor allen Dingen auch bei denen. Aber viele meinen, das muss ich mal kurz reinwerfen, dass der nicht so stark ist. Also ja, da stimmt was mit euch nicht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass Lemal bzw. Jean-Paul Gaultier immer das Problem hat, dass manchmal oder ihr den Duft selber nicht so wahrnimmt. Aber andere, egal was für ein Jean-Paul Gaultier Duft, nehmen euch wahr. Und nochmal, ich muss es wieder für die Leute, die so und so nicht so viel Düfte haben oder vielleicht nur einen Duft zu Hause, die nehmen dich extrem wahr. So, Lemal Elixier ist ein Muss in der Sammlung und ist ein Blindkauf. Könnt ihr sofort kaufen. So, jetzt kommen wir zu einem Duft. Das ist ein à la carte Duft. Und so heißt er auch Nummer 6 à la carte. Ja, dieser Duft, das ist ein Pistazienduft. Das ist im Moment ja angesagt, ne? Also Dubai Schokolade, wisst ihr, aber ja, das ist ein bisschen manchmal falsch platziert. Aber trotzdem gehört es dazu, die Pistazie. Hier habt ihr aber auch noch schön Sandelholz. Ihr habt, ja, wie soll ich das sagen? Er ist so perfekt abgestimmt, weil es gibt keine extremen, geiler Sprüher, cooler Flakon, es gibt keine extreme Süße. Ihr habt was Holziges, ihr habt Zedernholz, also dadurch was Holziges. Ihr habt nicht eine Note, die wirklich süß ist, aber trotzdem hat er einen kleinen süßen Touch, aber ihr merkt das nicht. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Und wie gesagt, Pistazie, dann kommt Weihrauch, glaube ich, dann kommt Oud auch vor allen Dingen dazu. Ne? Also ihr merkt das Oud, aber kein Kuhstall-Oud, schön holzig, was so schon mit dem Sandelholz am Start ist und einfach phänomenal schön und einfach genial. Ich hätte am Anfang gedacht, wo ich den nicht kannte, jetzt kommt was ganz Süßes, wegen, schon wegen der Pistazie, vielleicht so eine Pistaziencreme. Nein, überhaupt nicht. Und auch nicht Oud. Es stinkt nicht für Leute, die, ich meine, ich bin Oud-Fan, aber für Leute, die jetzt komplett kein Oud mögen oder vielleicht gar nicht kennen, können den holen. Das ist kein Kuhstall, ganz ruhig, kein Kuhstall-Oud. Nein, es ist einfach entspannt und dann mit, ja, dieses, das ist einfach Moschus ist, glaube ich, auch noch dabei. Es passt einfach. Es hüllt also heute ist so ein bisschen, ne, habt ihr es auch manchmal, ist einfach weg manchmal, ne? Man labert einfach irgendwie Mist. Ne? Es ist um euch herum, es hüllt euch ein. So, das wollte ich sagen. Und ja, solltet ihr mal gucken. Auf jeden Fall auch eine deutsche Brand. Also vielleicht auch mal unterstützen. Und ihr habt wirklich eleganten Shit, muss ich sagen. Sehr geil. Nummer 6, à la carte. Sehr geil. So, und zum Schluss kommt, ja, das machen wir auch schnell, Imagination von Louis Vuitton. Und der ist einfach, ich glaube, das ist noch der geilste und der beste Blindkauf, den ihr machen könnt. Einfach Tee, was Frisches, Zitrisch, Teenote, geil. Das ist der Duft im Sommer der letzten 2, 3 Jahre. Und der wird auch noch in 5 Jahren, glaube ich, auf Platz 1 da oben stehen, auf so einer bestimmten Seite. Und er kommt auch einfach gut an. Es ist einfach nice. Hat dadurch eine super Haltbarkeit und auch eine gute Sillage und für den Sommer einfach perfekt. Aber tragt den mal jetzt, weil ich sag's euch noch und so oft, dass die Duftmoleküle bei frischen Düften, die ihr ja normalerweise im Sommer tragt, wenn es kalt ist, noch sich viel geiler entfalten auf der Haut. Deswegen Imagination oder Imagination solltet ihr jetzt auch mal bei Kälte tragen. So, Freunde, das war's. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Gebt mir gerne einen Super Thanks, unterstützt dieses Video und diesen Kanal und Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Wie gesagt, das sind absolute stabile Blindkäufe, die könnt ihr so auf jeden Fall, ja, kaufen. Und mein Gestammel ist so ein bisschen heute ein bisschen zu wenig getrunken. Das liegt daran, das merkt man wirklich. Ich trinke sonst mal eigentlich viel. Ich hatte heute so ein bisschen viel zu tun, aber das ist eben so, ne? Also Leute, immer schön trinken und stabil bleiben und Düfte kaufen. Also reinhauen.